Die Installation A Land of Lads ist eigentlich vom Titel her ein Sprachspiel, denn einerseits sind die Formen der Teile der Installation imitierte Leitern, aber Lads im Englischen bedeutet Jungen, also die Installation heißt übersetzt auf Deutsch Land der Jungen. Und wir sehen eben, dass diese Jungen auf unsicherem Boden stehen, dass sich eben die Formen scheinbar bewegen und noch ihre Balance finden müssen. Die Arbeit korrespondiert sehr schön mit einer Installation von Leonor Antunes. Leonor Antunes arbeitet wie Castoro mit Formen und Strukturen. Wir sehen hier eine zweiteilige Arbeit, die sie entwickelt hat als Installation, um das Schaufenster, nämlich das Modell von Friedrich Kiesler, Zorg's Fifth Avenue Schaufenstergestaltungen nachzuspielen. In ihrer Arbeit befasst sie sich mit Strategien der Moderne, aber eben auch mit der Frage des Verhältnisses von angewandter Kunst, Handwerk und Design und auch besonders mit den Fragen, die sich durch die Materialien ergeben. Die Ausstellung untersucht Mittel der Sprache aus der Perspektive der bildenden Kunst und stellt Werke vor, die die österreichische Ludwig-Stiftung für Kunst und Wissenschaft in den letzten Jahren für das MAK angekauft hat und der Sammlung Gegenwartskunst zur Verfügung gestellt hat. Ceta Bradescu ist eine Künstlerin aus Rumänien und zählt zu den wichtigsten Positionen der feministischen Avantgarde. Ihre Arbeit, die Dona, ist von 2000. Sie hat hier aber auch Fragmente aus anderen Projekten integriert, wie das Set von Spiegeln. Es sind Attrappen von Spiegeln, bestehend aus Aluminium und Filz. Und die hat sie verwendet in einem Film mit dem Titel The Studio, wo sie sich selbst inszeniert hat. Und die Spiegel, die sind ein Symbol für weiblich konnotierte Rituale. Diesen Gedanken verstärkt sie auch, indem diese Installation zusammengehalten wird von Wäscheklammern, die schwarz bemalt sind. Dann das extrem Zeichnerische dieser Arbeit entsteht aber durch ein für Zeichnung ungewöhnliches Material, nämlich durch Textilien, die sie aus einem schwarzen Stoff zusammengeschnitten hat. Ceta Bradescu hat nicht nur als Künstlerin gearbeitet, sondern auch als Grafikerin. Und das sieht man in vielen Bereichen ihres künstlerischen Werks, wie eben auch hier. Wir stehen hier vor einem Modell von Walter Pichler. Er ist einer der wichtigsten Bildhauer Österreichs und hat schon in den 70er Jahren die Entscheidung getroffen, keine Skulpturen zu verkaufen, sondern sich ausschließlich auf Modelle und Zeichnungen zu konzentrieren. Hier sehen wir ein Modell mit dem Titel Bett. Es ist einerseits eine abstrahierte Konstruktion eines Bettes, auf der anderen Seite auch ein Körper, der in diese Formen integriert wurde, bestehend ausschließlich aus Glasscheiben. Wir sehen hier den Kopf und hier den Körper. Und das Thema Bett ist für Walter Pichler essentiell gewesen. Er hat sich mehr als 40 Jahre damit beschäftigt und es ist eine Reihe von Arbeiten dazu entstanden, unter anderem eben das Modell und auch eine Reihe von sehr detaillierten Zeichnungen. Diese Zeichnung ist eigentlich der Anfangspunkt dieser Serie. Sie trägt den Titel Bett aus dem Kopf und zeigt ihm, wie er sich eben mit diesem Thema beschäftigt hat. Dann der Kopf spielt auch eine Rolle in der Arbeit von Thomas Beile, eigentlich die Gedanken, aber auch die Gehirnströme. In einer Skulptur, die er mit Studenten des Max-Planck-Instituts in Frankfurt am Main realisiert hat.
Die Autobahn ist ein Thema, mit dem sich Thomas Beile immer wieder beschäftigt. Er hat eine Reihe von Arbeiten gemacht, die aus Autobahnknoten bestehen. Auch hier sehen wir ein Gewebe einer Autobahn als Skulptur. Einerseits hat er diese Fahrbahnen besetzt mit Miniaturautos, andererseits hat er eben aus dem Workshop mit den Studenten in Frankfurt auch eine Art Collage angebracht. Das Thema Autobahn ist aber nur per se eine Spielerei. Für ihn symbolisiert die Autobahn einen Verweis zum Nationalsozialismus, der ja neue Technologien und eben somit auch die Autobahn als Projekt des damaligen sogenannten Fortschritts vehement betrieben hat. Die Arbeiten der 5 Künstlerinnen verstärken einander und kreieren eine ganz eigene Atmosphäre. Das Thema Sprache ist als Metapher zu verstehen. Es geht eigentlich um Zeichen, die nonverbal gesendet werden.